Aber die Erfahrungen, die ich dort skizziert habe, sind die häufigsten. Menschen sagen oft, wenn sie zurückkommen, dass sie keine Angst mehr vor dem Tod haben. Nicht, dass sie Schmerzen wollen währenddessen, sondern dass sie sagen, sie lernen aus ihrer Erfahrung, dass das, was wir Tod nennen, ein Übergang ist. In eine andere Realität. Ich möchte Raymond Moody in der Sendung begrüßen. Wie geht es dir, Raymond? Mir geht's super, Alex. Schön, dich zu sehen. Vielen Dank, dass du in die Sendung gekommen bist. Wir haben ja schon einige Male vorher gesprochen und ich habe mich wochenlang auf dieses Gespräch gefreut. Ich bin froh, dass es dir besser geht. Das ist gut. Wir werden jetzt etwas tiefer in deine Erfahrungen eintauchen. Also, meine erste Frage an dich ist, was war dein NTE, also deine Nahtoderfahrung? Was hat diese ganze Lebensreise ausgelöst? Es lag daran, dass ich unreligiös war. Im Süden geboren, aufgewachsen, war mein Vater ein Hartgesottener. Mein Vater war Chirurg, Militärsanitäter im Zweiten Weltkrieg, Pazifikschauplatz. Und ich nehme an, dass ihn die Religion einfach abgestoßen hat. Also wuchs ich ohne sie auf, hatte keine Ahnung, dass irgendjemand den Gedanken an ein Jenseits ernst nahm, bis ich 18 Jahre alt war und es im ersten Jahr an der Universität von Virginia bei Platon las. Und wählte sofort Philosophie als Hauptfach. Am Ende von Platons Staat erzählt er von einem Mann, der tot geglaubt und wiederbelebt wurde, was Platon ernst nahm. Der Mann schilderte seine erstaunliche Erfahrung. 3 Jahre später begegnete ich Dr. George Ritchie, Psychiatrieprofessor an der Universität von Virginia, und erzählte mir von einem Erlebnis, genau wie meinem, eine Begegnung mit dem Tod. Danach absolvierte ich ein Philosophiedoktorat, Medizinstudium, Facharztausbildung in Psychiatrie und wurde forensischer Psychiater. Ich hatte das wunderbare Privileg, Alex, buchstäblich Tausende von Menschen aus aller Welt zu interviewen, die an den Rand des Todes gelangten und zurückkehrten und diese erstaunlichen Geschichten hatten. Das ist unglaublich. Jetzt, wie hat sich Ihre Sicht auf den Tod nach Forschungen zu Nahtoderfahrungen verändert? Nun, Sie müssen wissen, ich habe bereits mit 18 Jahren begonnen und bin mittlerweile 77. Es ist irgendwie schwierig all diese Dinge zu entwirren, ist offensichtlich. Die Menschen mit Nahtoderfahrungen, die ich interviewt habe, haben mein Leben verändert. Ich bin Logiker und liebe kritisches Denken sowie Logik zutiefst. Ich versuchte es immer wieder. Vor meinem Wechsel zur Medizin war ich Logikprofessor. Und in der Realität, in der echten Welt, Beweise für ein Leben nach dem Tod 2022 sind einfach unmöglich. Es gibt stichhaltige, logische Gründe, die von David Hume, dem Skeptiker, und sogar Platon klar dargelegt wurden. Mit dem Wissen, dass es ist derzeit unmöglich, eine schlüssige Folgerung zu ziehen. Ich muss dir jedoch gestehen, Alex, dass ich irgendwie resigniert habe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer dass ich zu meinem großen Erstaunen und obwohl es sehr kontraintuitiv ist, denke, dass es gibt ein Leben nach dem Tod. Aber nicht nur das. Ich denke, wir sind jetzt in der Lage, dies völlig neu zu betrachten. Das wird meiner Meinung nach Ergebnis nehmen, sondern eher verblüffende Beobachtungen über unser Nachdenken dazu. Ich glaube, wir sind richtig. Und gleichzeitig gebe ich einfach auf. Du lässt los und denkst, es ist, wie es ist. Ich habe nie an die Sache mit dem Sauerstoffmangel im Gehirn geglaubt, der dafür verantwortlich sein soll. Denn eine meiner Medizinprofessorinnen erzählte mir, dass sie eine identische Erfahrung gemacht hat, als sie aus ihrem Körper austrat und dieses Licht sah. Und das in Gegenwart ihrer sterbenden Mutter.
während sie selbst ihre Mutter wiederbelebte und nicht sie selbst krank oder verletzt war. Und später habe ich sicherlich mit Hunderten von Menschen gesprochen, die bei dem Tod eines anderen anwesend waren. Während des Todes eines anderen haben die Umstehenden selbst die gleiche Erfahrung gemacht, ihren Körper zu verlassen und auf ein Licht zuzugehen. In einer Reihe von Fällen habe ich tatsächlich empathisch das Sterben des anderen mitgelebt. Holographische Lebensrückschau, da die Umstehenden nicht krank oder verletzt sind. Hierbei geht es um etwas anderes, nicht um einen Mangel an Sauerstoff im Gehirn. Sie waren, soweit mir bekannt ist, die allererste Person, die begonnen hat, solche Konzepte wie das Licht am Ende des Tunnels zu thematisieren. Und ihre Verwandten dort. Sie haben das ja in den 70er Jahren in den Zeitgeist eingebracht, nicht wahr? Das stimmt. Und es ist nett von den Leuten, das über mich zu sagen. Und gleichzeitig sage ich immer sofort, dass ich es ja von Platon und den griechischen Philosophen habe. Der Grund, warum, Beschreibung davon, traf in den 70ern wohl ins Schwarze. Zwei Dinge. Erstens, ich bin kein Parapsychologe. Das ist keine persönliche Kritik. Ich habe liebe Freunde, die Parapsychologen sind. Sie sind einfach die liebsten Menschen. Und aus diesem Grund oft auch ein bisschen naiv. Ich meine, wenn jemand sagt, im Jahr 2022, dass die Frage nach einem Leben nach dem Tod eine wissenschaftliche Frage sein kann, nun, das vermitteln kurzzeitig ein gutes Gefühl, da sie Wissenschaft lieben, auch ohne zu wissen, was es heißt, nicht wahr? Doch, Parapsychologie ist meiner Meinung nach Pseudowissenschaft. Es geht dabei auch um eine Frage der Berufsethik, denn den Leuten zu sagen, es gäbe Beweise oder Belege für ein Leben nach dem Tod, das ist meiner Meinung nach unverantwortlich. Stellen Sie sich vor, trauernde Menschen finden dadurch Trost und erfahren dann später, dass diese Arbeit als fehlerhaft entlarvt wurde, so wie es bei all diesen Dingen der Fall ist. Dann liegt ein berufsethisches Problem vor. Doch die Leute haben Möglichkeiten. Ich denke, es gibt Wege, auf denen Menschen das selbst erkennen können. Nun müssen sie nicht. Sich Gedanken machen, dass jemand mit Doktortitel ihnen sagt, wie sie vorgehen. Es gibt Wege, selbst nachzuforschen. Und Sie erwähnten, dass Platon diese Beschreibungen hatte. Wann war die erste wirkliche, hat Platon gesagt, Tunnel des Lichts, helles weißes Licht, über die ganze Geschichte hinweg, das tibetische Totenbuch und all diese Arten von. Natürlich hatten die Ägypter ihre eigene Atmosphäre und die Griechen haben auch ihre. War das Konzept, wie wir es heute kennen, jemals so detailliert ausgearbeitet, bevor Sie ankamen? Nun, ich denke nicht, nein. Aber der Grund ist, dass bis 1970, als ich das Buch verfasste, die kardiopulmonale Reanimation hatte sich so weit entwickelt, dass ich hatte Glück dabei zu sein in einer Zeit, wo es einfach viele solche Fälle gab, nicht? Wegen der Wiederbelebung, selbst wenn man 200 Jahre zurückblickt, wo all diese Dinge geschahen oder sogar vor 1000 Jahren. Doch es war sehr ungewöhnlich, verstehen Sie, vor 1000 Jahren, einem nahen Tod entkommen. Aber heute haben wir die Mittel, Menschen zurückzuholen. Deshalb, mein Buch hat alle Aufmerksamkeit bekommen. Und wie gesagt, ich war darin sehr vorsichtig, nicht aus Bescheidenheit, sondern aus Realismus. Denn man muss sehr sorgfältig sein, wie man solche Dinge bewertet. Ich meine, es ist nicht einfach, Beweise für ein Leben nach dem Tod zu liefern. Wir wissen noch nicht einmal, worüber wir eigentlich sprechen. Aber ich will das Thema nicht kleinreden, denn ich sage, dass wir jetzt an der Schwelle zu ganz neuen Entwicklungen stehen. Aber die werden nicht aus der Parapsychologie kommen, die ist Pseudowissenschaft. Mit all den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, Interviews,
Nahtoderfahrungen. Ich meine, als Sie Ihr allererstes Interview führten und hörten diese Geschichte, Ihr logischer Verstand ist wichtig, denn es könnten Zuhörer sein. Vielleicht sogar viele, die denken, das sei alles Humbug. Und wir alle kennen diese Art von blendendem Licht. Das Licht, der Tunnel, Angehörige dort, eine Lebensrückschau, solche Dinge. Diese Konzepte sind im Zeitgeist verankert. Aber als du sie erstmalig gehört hast, du hast dich nicht eingelassen, warst du mehrgläubig daran, fast wie ein Wissenschaftler hast du es angegangen. Nun, du weißt Bescheid. Alex, ich mag den Begriff Gläubiger nicht. Ich bin jemand, der das nicht tut. Du kamst mit offenem Geist, anders gesagt? Ja, und als ich Dr. Ritchie hörte, über seine Erfahrung sprechen, die er als Rekrut Ende Dezember 1943 im Camp Barkley, Texas machte, als George war ein 20-Jähriger aus Richmond, Virginia, der zur Armee ging. Er erzählte mir von seinem Herzstillstand, der mindestens 9 Minuten dauerte. Ich sprach Jahre später mit dem Arzt Dr. Francie, der beteiligt war. Er sagt, es ist das Erstaunlichste, was ich in Jahrzehnten medizinischer Praxis gehört habe. Aber es ist passiert. Und George war einfach so ein absolut großartiger Kerl. Meine Eltern übrigens stammten aus Porterdale, Georgia. George aus Richmond, Virginia. Nachdem ich mein Buch bereits geschrieben und veröffentlicht hatte. Ich habe herausgefunden, dass mein Vater genau dort in Camp Barkley, Texas war, wo das passiert ist. Und ich war da im Mutterleib, denn meine Eltern waren von Porterdale, Georgia, nach Camp Barkley, Texas gezogen, damit mein Vater zur Offizierschule gehen konnte. Anfang September 1943 zogen sie um. Ende desselben Monats wurde ich gezeugt. Georgias Erlebnis war um den 24. Meine Eltern verließen Camp Barkley am 29. Dezember. Also war ich im Mutterleib, als das Ereignis passierte. Das ist beachtlich. Es ist es. Warum meinst du, dass wir als sind davon so fasziniert? Ich meine, offensichtlich, wir sind das einzige Wesen, soweit ich weiß, auf diesem Planeten, das versteht, dass es sterben wird. Die Tiere haben den Segen der Unwissenheit, dass sie nicht wissen, dass sie sterben werden. Zumindest glauben wir das nicht. Das ist korrekt. Ich habe tatsächlich noch nie mit Löwen gesprochen. Oder mit Tigern, Bären. Im Allgemeinen sieht man keinen Tiger da sitzen, der denkt, oh Gott, ich habe nur noch ein Jahr. Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Ja, das ist richtig. Ich sah auch keinen Tiger, der weiträumig eine Beerdigung meidet. Stimmt, ich sah auch nicht viel davon. Warum ist das deiner Meinung nach historisch so? Wir waren als Spezies so fasziniert von diesem Thema. Weißt du, Alex, ich glaube, die Antwort liegt eher in deinem als meinem Bereich. Weißt du, was man sagt? Ach, das ist nur Wunschdenken, oder? Nun, ich kenne in meinem Leben viele wunderbare Menschen, inklusive meines Lebensfreundes Milton Friedman, nicht den Ökonomen, sondern den Präsidenten Redenschreiber, der nicht wollte, dass es Wunscherfüllung ist einfach. Es ist egal, ob Menschen Wünsche haben oder nicht. Es ist so oder nicht, so oder so. Aber Alex, worauf ich nachdenken kam, was ist deine persönliche Identität? Das ist eine wesentliche philosophische Frage. Platon sah die immaterielle Seele als Kern. Locke glaubte, es seien unsere Erinnerungen. David Hume fand nur flüchtige Eindrücke vor. Es ist also wichtig. Aber ich denke und ich wette, du denkst wahrscheinlich auch so, dass ein Leben ist eine Geschichte. Und sogar dein Bewusstsein ist narrativ gesteuert. Wenn dir im Leben etwas Neues widerfährt, was machst du? Dein Verstand webt es automatisch ein, ihre Lebensgeschichte. Als Filmemacher kennst du den Kuleschow-Effekt, richtig? Wenn du zwei willkürliche Bilder nacheinander zeigst, erschaffen die Menschen daraus eine Geschichte.
Meiner Meinung nach ist das, worin wir uns befinden, eine Hyper-Zukunftsversion dessen, was in Hollywood passiert. Ich denke, das hier sind die Filme und das gesamte Lebenssetup. Man könnte sagen, das ist ein einfacher, logischer Fehlschluss. Denn was du machst, ist, dass du einen Aspekt des menschlichen Lebens, nämlich das Theater, herausnimmst und es als Modell für das Ganze projizierst. Und ich verstehe diesen Trugschluss, den schon Aristoteles erkannte. Aber meiner Meinung nach ist es genau andersherum passiert. Ich denke, der Grund, warum wir das Theater haben, ist, dass ich in meiner Karriere als Gerontopsychiater gelernt habe, mit einigen bedeutenden Prominenten zu sprechen. Gebildete, nachdenkliche Menschen, die zurückblicken und sagen, weißt du, Raymond, je älter ich werde, desto mehr scheint es, als ob mein Leben wie eine Geschichte, ein Film, ein Roman, ein Theaterstück oder was auch immer für ein Begriff passt, gewesen ist. Und ich glaube, das ist es, was Sie meinen. Weißt du, wir kennen alle die Geschichte. Fische, Stratus dort in Athen und der Chor, der schon seit langer, langer Zeit bestand. Und dann, aus unbekannten Gründen, tritt Thespis hervor. Es sorgt für Aufsehen. Die Griechen, bei denen dreht sich alles um den Wettbewerb. Ich denke da an die Olympischen Spiele. Lassen wir einen Wettbewerb laufen. Erster Winter Aeschylus, zweiter Winter Sophokles, dritter Winter Euripides. In 50 Jahren wurde das Theater zu einem Beruf. Was ich also meine, ist, dass das, worin wir uns befinden, irgendwie wie ein Theater ist. Und wie ich es sehe, ist es so, dass die Menschen das mit dem Älterwerden ganz natürlich erkennen, dass dies eine Art Drehbuch oder Geschichte war. Und dann, wie ich feststelle, aus meiner Sicht habe ich das zusammengesetzt. Ich nehme an, wir sterben, dann durchlaufen wir einen unverständlichen Prozess und dann sind wir Teil einer anderen Story. Wie mich beide meiner Kinder versichert haben, ich lernte das von meinen Kindern, weil sie nie zur Kirche gingen. Meine Frau und ich reden nicht über das Jenseits. Wir diskutieren über Telefonrechnungen, das Abendessen und Filme. Sie erinnerten sich unabhängig voneinander an ihre Zeit vor uns, obwohl wir sie bei Geburt adoptierten. Ich beobachtete, wie sich das entwickelte. Es ist faszinierend, denn wie bekannt startet man oft mit Joseph Campbells Der Held mit den 1000 Gesichtern und der Heldenreise. Der Grund für die Kraft dieser Erzählstruktur liegt darin, dass sie universell ist. Menschen jeder Kultur und Sprache verstehen und identifizieren sich intuitiv damit. Die Heldenreise ist, weil sie eine Karte oder Darstellung unserer eigenen Lebensreise ist. Alles, was Luke Skywalker erlebt, alles, was Harry Potter durchmacht, alles, was diese großen Charaktere durchstehen, erleben wir auch in unserem eigenen Leben. Und der Ruf zum Abenteuer, so nach dem Motto, willst du den neuen Job annehmen oder nicht? Willst du diese Beziehung eingehen oder nicht? Willst du gehen oder bleiben? Der Ruf zum Abenteuer, deine gewöhnliche Welt zu verlassen, dann das Abenteuer selbst. Die Dinge, die du auf dem Weg lernst, der Punkt ohne Wiederkehr, an dem du einen Punkt erreichst, an dem du nicht mehr in die gewöhnliche Welt zurückkehren kannst. Du musst stets voranschreiten. Das ist das Leben. Ich sage das schon länger und ich bin nicht der Erste, aber Shakespeare drückte es treffend aus. Die Welt ist ein Theater, Bühne und wir sind bloß Schauspieler. Und das glaube ich wirklich, wirklich. Ich denke, das war Paramahansa Yogananda, der große indische Mystiker, der über Filme sagte, was ich euch sage. Ich liebe dieses Zitat. Er meinte, egal, was auf dem Bildschirm erscheint. Schlechte, gute Menschen, die einander töten, Menschen, die einander lieben, all diese Dinge, du siehst es dir an und es ist Wahnsinn, das ernst gemeint zu glauben. Ja, es ist Wahnsinn zu glauben, dass alles echt ist. Aber genau das tun wir im Leben. Er geht, doch du bist auf den Bildschirm fixiert. Worauf du dich konzentrieren solltest, ist die Quelle des Lichts. Und ich dachte nur, wow,
Das ist tiefgründig auf mehreren Ebenen, denn er kam auf, als Filme begannen, wirklich im Zeitgeist Fuß zu fassen. Von Amerika und der Welt. Und Filme, jetzt hat es sich nicht nur in Filme, sondern auch in Fernsehen und Erzählkunst in jeder erdenklichen Form verwandelt. Wir sind süchtig danach. Es ist eine Sucht für uns alle. Ich meine, es begann mit Büchern, weil man Geschichten aus dem, was man las, erschuf. Aber jetzt hat man visuell alles. Einfach fantastisch, finde ich. Und wissen Sie, es passiert oft, dass ich die Leute frage, ich frage die Leute das schon seit etwa 10 Jahren. Ich beobachte das. Ich frage, ich habe Publikum. Stellen wir uns vor, Sie hätten eine schreckliche Infektion und müssten deshalb 10 Jahre allein auf einer einsamen Insel isoliert leben. Sie würden mit einem Frachtflugzeug dorthin geschickt, mit genug Platz für Lebensmittel, Wasser und Medikamente für 10 Jahre. Zusätzlich gibt es Platz für einen DVD-Player und sagen wir 10.000 DVDs. Und so was ich. Würden Sie in einer solchen Situation ausschließlich Komödien auswählen? Und lediglich 3 Personen äußerten, dass sie es tun würden, und sie blickten dabei so albern, meiner Meinung nach, Alex. Aber mein Punkt ist, ich frage, nehmt ihr auch Tragödien mit? Sie antworten, klar, klar. Dann sage ich, wenn ihr allein auf einer einsamen Insel diese Tragödie seht, würdet ihr weinen? Sie sagen, ja klar, denn das ist das Erlebnis der Tragödie. Ich denke, das ist unsere aktuelle Situation, oder? So wie ich es formulierte. Verstehe Platon so und ergänzend zu deinen Worten, sein letztes Werk im Alter waren die Gesetze. Darin äußert er, wir sind Gottes Spielzeug. Er begann damit, weißt du, wenn man es recht bedenkt, denn denk mal darüber nach, sagte er, ein Menschenleben ist nicht viel. Es ist nicht sehr wichtig. Er sagte, wir sind Gottes Spielzeuge, sagte er, und der beste Weg, das Leben zu meistern, ist es als Spiel zu sehen, nicht wahr? Also zurück zur Geschichte der einsamen Insel. Ja, ich sehe ständig Leute, zum Beispiel in der Schlange für eine Achterbahn stehen mit meiner Tochter, die nicht ich ist. Ich stehe mit ihr in der Schlange, Leute stehen 2 Stunden an, um in eine Achterbahn zu steigen, wissend, dass sie nicht dort sein wollen, wenn sie kopfüber mit 145 km/h fahren. Ich denke, das Leben ist irgendwie so. Ich habe schreckliche, furchtbare Dinge erlebt, von denen du sprachst, und litt kürzlich an einer schlimmen Krankheit. Vor einem Monat fühlte ich mich furchtbar. Die Sache ist, dass wir, während wir mittendrin sind, vielleicht strampeln und schreien, obwohl wir es vielleicht selbst so eingefädelt haben. Als Arzt, Alex, ist es jeden ein veränderter Bewusstseinszustand. Denk darüber nach. Bei allem, selbst einer Erkältung, fokussiert sich dein Bewusstsein auf den Hals. Sieh es von dort aus. Jede Krankheit bringt spezifische Veränderungen mit sich, auch im Bewusstsein. So können sie Lernerfahrungen sein, während wir hier drin sind. Es ist genau wie im Film. Ich bin kein großer Fan von Horrorfilmen. Ich werde dort mit meiner Tochter hingehen und mir die Augen zuhalten. Sie wollen also einen Horrorfilm sehen, nicht wahr? Es ist echt interessant, denn in den Texten und Studien, die ich über die Jahre hinweg gelesen und durchgeführt habe, wird gesagt, dass die Seele sich entscheidet, hierher zu kommen, um vielfältige Erfahrungen zu sammeln. Man könnte als Mann in einer Epoche, als Frau in einer anderen
einer Rasse oder in einem bestimmten Beruf unterschiedliche Dinge erleben. Denn jede Situation bietet einzigartige Erfahrungen, ähnlich wie meine Erlebnisse in der Filmindustrie sich stark von denen eines Bäckers oder Finanzexperten unterscheiden. Es handelt sich um komplett verschiedene Erfahrungswelten. Und ich denke, deine Analogie oder deine die Geschichte von der einsamen Insel ist wirklich tiefgründig, denn wenn du aus 10.000 Geschichten wählen könntest, würdest du nur Komödien anschauen. Weil Komödien dich gut fühlen lassen, aber irgendwann. Du langweilst dich, genau wie bei meinem Sieg. 2000 Milliarden Euro, ich bin der reichste Mensch auf dem Planeten. Und ich kann alles kaufen, was ich kaufen möchte. Und ich kann jede Erfahrung machen. Irgendwann, wenn immer alles gut läuft, gut. Du sehnst dich tatsächlich nach einem Hindernis, nach etwas ganz anderem. Das liegt in unserer Natur als Menschen. Warum sollte es also nicht sinnvoll sein, dass eine Seele, möchtest du verschiedene Erfahrungen machen, vielleicht auch tragische, großes Glück, große Macht, großes Sklave sein, all diese Dinge. Das ist die Idee von mehreren Leben und Wiedergeburt. Denn wenn wir nur dieses eine haben, manche haben echt den Jackpot geknackt, andere überhaupt nicht, wenn es wirklich nur dieses eine gibt. Exakt, richtig. Wie gesagt, ich bin nicht religiös und war nie mit der Vorstellung von Wiedergeburt konfrontiert. Aber meine Kinder haben das Thema angesprochen. Nun zum Ersten. Was sie mir erzählten, war wahr, doch es war bevor sie geboren wurden, wie bei Carter. Er kam aus dem Nichts und sagte, Papa. Wir sahen, wie sich zeigte, National Geographic. Ich zappte durch die Sender und blieb bei National Geographic hängen. Carter wurde aufgeregt. Papa, Papa, das ist mein Dorf da. Es ist eine Dokumentation über das Dorfleben in China. Ja, sagte er, das ist mein Dorf, wo ich bei meiner anderen Familie war, bevor ich herkam, und ich war mir sicher. Und dann, als wollte er mir den Weg zeigen, sagte er ja, und ich war oben in den Bäumen, blickend auf dich und Mama im Gras liegend, und ich wusste genau, wovon er sprach, denn wir waren in Griechenland. Und wir waren erschöpft von dem Flug, und der Aufseher der archäologischen Stätte sagte, legt euch einfach ins Gras und macht ein Nickerchen. Außer uns und diesen großen Bäumen war niemand da. Wir sprachen darüber, ein Baby zu adoptieren. Es ist bemerkenswert. Es ist sehr bemerkenswert. Wenn möglich, könntest du die Zuhörer durch eine Nahtoderfahrung führen, wie du sie verstehst? Wie ist der Ablauf basierend auf den Interviews, die du über Jahre geführt hast? Ja, also zunächst einmal gibt es da eine Art Familienähnlichkeit. Wenn man sich Tausende von Fällen anschaut, erkennt man etwa 15 bis 20 gemeinsame Elemente. Aber nicht jeder hat das vollständige Bild. Und eine Person hat vielleicht ein, zwei oder drei dieser Dinge oder 7, 8. Manche haben das ganze Bild. Und es scheint tatsächlich sehr schön damit zu korrelieren, wie lange die Person im Herzstillstand war. Je länger der Herzstillstand andauert, desto komplexer wird diese Erfahrung. Aber was die Leute sagen, ist, dass an einem gewissen Punkt sie können den Arzt, die Krankenschwester oder jemand anderen hören, der sagt, oh mein Gott, er ist tot. Wir haben ihn verloren oder etwas Ähnliches. Doch aus ihrer Sicht wiederholen die Leute solche Aussagen ständig. Ich war nie lebendiger, als ich den Arzt sagen hörte, ich sei tot, denn man sagt, es sei wie ein Erwachen. Und man sagt, man löst sich von seinem Körper, verlässt den Körper. Man kann das Reanimationsteam unten sehen, wie es arbeitet. Normalerweise hört man keine Stimmen, aber man versteht, was die Ärzte und Krankenschwestern kommunizieren oder eher denken, so sagt man. Irgendwann erkennt man, oh, ich sterbe oder so etwas. Man sagt, man durchquert eine Art Gang
wie einen Flur oder einen Tunnel oder man tritt hinaus in dieses unglaublich strahlende, warme und liebevolle Licht, sagen Sie, aufgenommen in Komfort und Frieden. Sie sagen, Sie sehen in Geistergestalt Verwandte oder Freunde, die bereits verstorben sind und scheinbar da sind, um Sie zu empfangen. Sie erleben ein holographisches, panoramisches Gedächtnis, als ob die Zeit stillsteht. Sie befinden sich in einem zeitlosen Zustand, in einem Hologramm, das sich entfaltet. Sie sehen jede Handlung, die Sie jemals ausgeführt haben und sind Zeugen davon. Nicht nur aus Ihrer eigenen Perspektive, sondern auch empathisch im Bewusstsein der anderen Person. So spüren Sie die Auswirkungen Ihrer Taten, auch wenn Sie jemandem etwas Gemeines angetan haben. Sie fühlen, was sie fühlt. Schmerz und Verletzung, jeder gelangt zu dieser Erkenntnis. Viele berichten, dass ein Wesen aus purem Licht, das vollkommenes Mitgefühl und Liebe verkörpert, dabei hilft, darüber nachzudenken. Dieses Wesen kann dies sehen. Es gibt keine Worte, doch der Gedanke drängt sich auf. Was hast du mit deinem Leben gemacht oder wie hast du gelernt zu lieben? So sagen es die Leute, denn sie sagen, was auch immer du verfolgt hast, wie den kreativen Rausch, wie ein Freund von mir, dort Erfahrungen und ich auch. Für diejenigen, die nach Geld, Macht oder Ruhm streben, Wissen ist das Ziel, ich jage danach, was auch immer sei. Jeder jagt etwas, aber was in diesem Panorama deutlich wird, ist, dass das Wichtigste ist, das Lernen zu lieben. Denn das ist eben so, sagen sie. Manche haben keine Ahnung, wie sie zurückkamen. Sie waren plötzlich wieder im Leben, in ihrem Körper. Andere berichten von einer Wahl, weitermachen oder zum alten Leben zurückkehren. Wieder andere behaupten, man sagt, sie müssen zurück. Es gibt Dinge. Sie müssen etwas beenden, ohne zu wissen was. Ihr habt noch Arbeit, ja, geht zurück. Und dann gibt es noch Dinge darüber hinaus. Manche Leute sagen, sie blicken in ein Reich, ein ganzes Daseinsreich, das darauf zu beruhen scheint, nach Wissen zu streben. Und dann darüber hinaus ein Reich aus purem Licht. Aber die Erfahrungen, die ich dort skizziert habe, sind die häufigsten. Menschen sagen oft, wenn sie zurückkommen, dass sie keine Angst mehr vor dem Tod haben. Nicht, dass sie Schmerzen wollen währenddessen, sondern dass sie sagen, sie lernen aus ihrer Erfahrung, dass das, was wir Tod nennen, ein Übergang ist. In eine andere Realität. Und das Reich des Wissens. Können Sie das noch etwas vertiefen? Das habe ich noch nicht gehört. Alle Menschen, die ich gekannt habe, vielleicht ein Dutzend bis zu 20 Personen, zeigten ein besonderes Merkmal. Sie erlitten Herzstillstände, die medizinisch nicht zu erklären waren. Eine Freundin von mir, die ich sehr liebte, über 20 Jahre kannte ich sie, bis sie starb. Ihr Arzt, er sagte mir, sie sei 40 Minuten lang tot gewesen, Ray. Und ich meine, die Art, wie sie zurückkam, ist kaum zu glauben. Was Leute sagen, ist, dass George Rishis Beschreibung war sehr anschaulich. Er sagte, wenn man sich vorstellt, Caltech und MIT und Harvard und Yale und Princeton und die Sorbonne und all die anderen zusammengedrängt an einem Ort, sagte er, kann man sich das gar nicht vorstellen. Aber er sagte, dort drinnen sind die Menschen, die dem Wissen nachjagen. George sagte, es gäbe einen Weltaspekt, den man mit einer Bibliothek vergleichen könnte. Er sagte, er habe bemerkt, dass in einem Teil jener Bibliothek war, sagte er, den heiligen Schriften des Universums gewidmet. Können Sie die heiligen Schriften des Universums erläutern? Wünschte, er könnte es.
Und ich habe dieselben Dinge gehört. Noch etwas, das Menschen mit diesen äußerst tiefgehenden Nahtoderfahrungen uns berichten, ist, dass sie erkennen, dass unsere Realität irgendwie illusorisch ist, gleichsam eine Projektion, eine Erkenntnis, die ich selbst gewonnen habe. Jedenfalls wird es offensichtlich, wenn Sie haben zwar nicht explizit Platons Höhle erwähnt, aber Sie sprachen die zugrunde liegende Idee an. Ja, genau. Das Höhlengleichnis ähnelt dem, was Yogananda sagte, aber er bezog es auf die moderne Welt. Das macht so viel aus. Schau auf das Licht, wende dich nicht ab. Schau dir die Projektion an. Ja, und Platon sagte im Grunde dasselbe. Er sagte, es ist, als wären wir in dieser gefangen. Es ist, als dachte er, wir hätten die Pflicht, gewissermaßen, soweit möglich, darüber nachzudenken und die Illusion zu erkennen. Aber aufgrund vieler Forschungen, Lektüren und Erfahrungen, die ich gemacht habe, wählen wir dies. Wir wählen diese Erfahrung. Wir wählen, was passiert. Das Universum, nach meinem sehr geringen Verständnis des Universums, ist das nichts passiert ohne Entscheidung, auch wenn du es bist. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem wunderbaren Gast und wir sprachen über Angst und darüber, wie man die Angst durchbricht. Und wir Menschen fürchten uns vor vielem, geprägt durch Gesellschaft, Familie und Konditionierung. Wenn du dich entscheidest, die Angst loszulassen, öffnet das Universum seine Türen. Doch sie bleiben zu, bis du bereit bist, sie zu durchschreiten. Sie werden dir nichts aufzwingen. In gewisser Weise. Das ist sicherlich, wie sich das Leben rückblickend anfühlt. Mittendrin ist es allumfassend. Im Laufe der Jahre hatte ich diese kleinen Erkenntnisse, dass, oh ja, dies eine illusorische Erfahrung ist. Aber dann klopft die Polizei plötzlich an der Haustür, ein furchtbares Geräusch. Dann bist du sofort wieder mittendrin. Aber ich habe einen Punkt erreicht, an dem ich die Ströme am Laufen halten kann, so als könnte ich eigentlich ständig irgendwie erfassen oder begreifen, dass es theatralisch oder trügerisch ist und gleichzeitig überwältigt sein und erfreut darüber und verängstigt davon und all das. Es ist, als würdest du in einem Film mitspielen. Du bist in der Szene vertieft. Erst wenn du dich Monate später zurückziehst und einen Schnitt oder eine Bearbeitung ansiehst, kannst du die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten. Denn du siehst nicht nur deinen Teil. Das Design der Szene, was der Regisseur macht, was die Szenenbildner tun, die Musik, alles taucht auf, alle anderen Schauspieler in dieser Szene. Du kannst die Dinge so viel klarer sehen, aber wenn du selbst in der Szene bist, und ich hatte das Pech, einmal in meinem Leben Schauspieler zu sein, nur für eine ganz kurze Zeit. Einfach in dieser Szene sein. Du siehst nichts anderes und machst dir nur Sorgen um deinen Text, um die Reaktion, um diesen einen Moment. Es ist wie Meditieren. Schauspielerei ist beinahe eine Meditation, weil du ganz im Moment, in diesem Augenblick lebst. Ich weiß, ich meine, ich bin kein Schauspieler, aber ich war eine Zeit lang Komiker und ich war meine Charaktere, daran besteht kein Zweifel und bin es immer noch. Sie kommen immer noch zu mir. Eine Reihe von Schauspielern, Schauspielerinnen und einem großartigen Künstler. Erzählte mir konkret von deinen Nahtoderfahrungen, Alex, und machte genau diesen Vergleich. Es war wie mit jener Frau, die ich um 1976 traf. Ich unterhielt mich mit ihr in New York. Sie war eine berühmte Künstlerin und erfreut, dass ich ihre Identität nicht kannte. Sie ist, wie ich verstanden habe, immer sehr glücklich, wenn sie jemanden trifft, der sie nicht kennt. Jedenfalls hatten wir eine wunderbare Zeit zusammen. Sie war eine hervorragende Künstlerin und für eine spezielle Rolle sehr bekannt. Und das zog sich eine Weile hin. Und dann sagte sie an jenem Abend, dass sie von der Bühne ging und diese Rolle hinter sich ließ. Das war ein sehr intensives Gefühl für sie. Nun spulen wir einige Jahre vor und zu ihrer Nahtoderfahrung und sie sagte, Raymond,
das nächste, das einzige, womit ich das vergleichen kann, war jener Abend, als ich von der Bühne ging und diese Rolle beendete. Ich habe andere genau dasselbe sagen hören, dieselbe Metapher verwenden. Ja, denn wenn du Schauspieler bist, besonders am Broadway, wenn du immer wieder dieselbe Rolle spielst, Tag für Tag, sind es vielleicht dieselben Szenen, aber du steckst immer noch in der Haut dieser Figur. Und wenn du diese Rolle schließlich hinter dir lässt, ich kenne die Schauspieler von Harry Potter, sie verbrachten ein Jahrzehnt, all diese Filme zu drehen, prägte ihre Identität. Sie wuchsen mit diesen Charakteren auf. Und wenn sie davon weggehen, sind sie einfach wie. Wer bin ich? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade in jungen Jahren ist es wichtig, aus all diesen Gründen. Sie sagten, es gäbe so um die 1215 verschiedene gemeinsame Elemente. Welches ist eines der selteneren, das man nicht so oft sieht? In einer normalen, nicht normalen Nahtoderfahrung? Mit deinem Erfahrung? Du meinst die durchschnittliche? Eine wirklich sehr selten, obwohl ich vielleicht hörte, ein paar Dutzend Fälle davon gibt es, aber sie sind statistisch selten, das sagen die Leute. Sie sprechen sozusagen von einer Linie, ob metaphorisch oder wörtlich, ist unklar, aber sie berichten von einer Grenze. Manche sagen, sie hätten eine Linie gesehen oder es sei wie eine Wand gewesen. Sie hatten das klare Bewusstsein, dass wenn sie diese Linie überschritten hätten, eine Rückkehr unmöglich gewesen wäre. Also der Punkt ohne Wiederkehr, zurück zu unseren Geschichten. Es war der Punkt ohne zurück, sobald sie die Schwelle überschritten hätten. Genau, aber sie tun sich schwer mit dem Erklären. Ja, ich wusste es einfach. Wenn ich drüber hinausgegangen wäre, dann, sie ließen mich nicht zurückkommen. Sind Sie bei Ihren Recherchen darauf gestoßen? Ich gehe davon aus, dass Sie nicht kommunizieren, nicht so wie wir. Es ist eher eine Art Denkweise, ein fast wissendes Gefühl, so als ob man denkt, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich nehme an, Sie haben manchmal vergessen, wer Sie waren. Sie brauchten Hilfe, um sich zu erinnern, wer Sie wirklich sind, nicht wo Sie waren. Richtig? Ist das der Grund, warum Verwandte und andere da sind, um Sie zu erinnern? Nein, es ist in Ordnung. Ich gehe davon aus, es scheint, ein Schwindungsprozess geht von der Erde aus, aber er findet statt im Nu. Aber dennoch ist es ein Prozess und sehr anschaulich. Viele Menschen haben damit zu tun. Man sagt, dass es ist wie aus einem Traum erwachen. Am Morgen, wenn du aufwachst und der Traum langsam entgleitet. Was war das? Obwohl es so real erschien. Aber jetzt kommt das Gefühl, dass ich wieder in der Realität bin. Und sie sagen, das ist das Gefühl, oh, der Traum ist vorbei. Jetzt bin ich zurück in der Realität. So vergleichen sie es. Es ist wie Dekompression, als wärst du Tiefseetauchen gewesen. Es ist eine Zeitspanne, die du brauchst. Gewöhne dich wieder ein, wo du warst. Ja, du willst keinen geistigen Dekompressionsunfall riskieren. Geistige Dekompression. Haben Sie in Ihrer Forschung beim Tod jemals mit Kindern zu tun gehabt? Ich habe mit sehr vielen Kindern gesprochen und genug erfahren, um zu wissen, dass es ist genau wie bei den Erwachsenen, nur vielleicht in einer anderen Sprache. Mir fiel etwas auf. Ich habe innerhalb eines bestimmten Zeitraums mit 3 11-jährigen Personen gesprochen. Einer der Patienten war ein Junge, den ich während meines Pädiatriepraktikums traf. Unvermittelt sprach er es an, lange bevor ich in der Medizin bekannt war. Er erzählte, Papa, vor einem Jahr wäre ich fast gestorben. Diese Worte teilte er mir genau dann mit. Da war es also. Sie notierten, dass er alles gesehen hatte.
Und dann zwei Mädchen. Eines war ein Mädchen aus meiner Sohn Samuel in der Klasse war, in seinem Alter. Und noch eines, das ich traf, als ich Kirche, in der ich Vortrag hielt. Ich konnte den Jungen nicht gut kennenlernen, da unser Treffen kurz war. Aber die jungen Damen, die ich traf, ich würde sagen, dass die Reife war offensichtlich. Man konnte sehen, dass diese Kinder, die 11 waren, wirkten zeitlich deplatziert, denn sie hatten die Ausstrahlung einer Person, die vielleicht um die 30 Jahre alt war. Meine Beobachtung war, dass es schien, als ob sie zu schnell erwachsen wurden. Ich glaube, es wirkt. Ihr Erlebnis, gelinde gesagt. Ich habe im Laufe der Jahre so viele Geschichten über Psychedelika gehört, die mit Nahtoderfahrungen verglichen werden. Menschen, die quasi am Rand entlang gehen. Haben Sie dazu geforscht oder haben Sie eine Meinung zu Psychedelika im Vergleich zu Nahtoderlebnissen und deren Ähnlichkeiten? Ich habe nicht wirklich genug Erfahrung, um ein fundiertes Urteil zu fällen, Alex. Also werde ich einfach mein unbedachtes Urteil abgeben. In Ordnung, in Ordnung. Es sind tatsächlich immer die amüsantesten, diese unüberlegten Urteile. Und was ich im Laufe der Jahre habe, habe ich zahlreiche Menschen interviewt, die sowohl psychedelische als auch Nahtoderfahrungen erlebt haben. Der allgemeine Tenor, den ich aus ihren Schilderungen höre, ist eine Ähnlichkeit, die führte dazu, dass ich ähnliche Formulierungen nutzen musste. Aber die Erfahrungen hatten eine ganz andere Qualität. Wohingegen das psychedelische Erlebnis war interessant und erleuchtend oder so ähnlich. Das Nahtoderlebnis hatte eine Qualität, die Menschen nur schwer in Worte fassen können. Sie sagen, es sei wie eine Hyperrealität, noch realer als die Realität selbst, während die psychedelische Erfahrung nicht so sehr ist. Aber nichts davon sollte ihre psychedelischen Erfahrungen herabwürdigen. Sie sagten, ja, diese waren interessant. Und sie vergleichen es ganz automatisch mit der Nahtoderfahrung. Aber sie stellten fest, dass es wie auf einer höheren Ebene der Realität ist. Ich füge Worte hinzu, was sie mir sagten. Also ähnlich wie, und ich nutze meine schreckliche Analogie, Fast Food im Vergleich zu gehobener Gastronomie. Nun, da haben Sie es. Und das ist besonders treffend, weil es tatsächlich fast so schien, keine ästhetische Dimension hat. Aber stellen Sie sich vor, was Ästhetik wäre eine Ebene höher übertragen. Ja, denn ich meine, Fast Food sorgt für diesen Endorphinschub und es schmeckt wirklich gut. Aber wenn man gehoben essen geht und etwas isst, ist jeder Bissen wie ein Ganzes. Es übersteigt. Beide bringen sie ans Ziel, aber auf unterschiedlichem Niveau. Da haben Sie es. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir überlegt. Ich bin einfach aber ein Marihuana-Experte. Ich habe es kapiert, glaub mir, das reicht völlig. In Ordnung. Mein Vater war sehr liberal. Ich fragte ihn Anfang der 70er, bevor LSD illegal wurde. Oh ja, genau. Ich sagte, Papa, ich denke über LSD nach. Man sah, er hat darüber nachgedacht. Und dann meinte er, weißt du, erinnere dich, du bist schon psychedelisch genug. Und ich denke, er hatte recht. Das denke ich auch. Jetzt, nach all diesen Erfahrungen, mit deiner Lebenserfahrung und allem, wie ist deine persönliche Auffassung von der kreativen Kraft dieser Sache, dem Universum? Einfach deine eigene persönliche Sicht darauf, auch aus der Perspektive deiner Kinder, die mit dir darüber gesprochen haben und ebenso basierend auf deinen Lebenserfahrungen bis zu diesem Punkt deiner Reise.
Was ist deine persönliche Vorstellung davon? Nun hör zu, ich wäre gern Verkäufertyp, aber bin es nicht. Du sitzt auch im selben Boot, oder? Ich will Sachen schreiben. Ich will keine Sachen verkaufen. Jetzt, wo du es erwähnst, möchte ich wirklich über mein neues Buch Gott ist größer als die Bibel sprechen. Was mir einfällt, Alex, sind die vielen wunderbaren Menschen, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe. Sie haben von Begegnungen mit Gott oder einem höheren Wesen und ihren prägenden Nahtoderfahrungen erzählt. Obwohl ich nicht religiös erzogen wurde, hat es irgendwie auf mich abgefärbt. Dann machte ich 1991 meine eigene direkte persönliche Erfahrung mit Gott. Und was? Ich weiß, das klingt verrückt, Leute. Aber was war das? Was für eine Erfahrung? Nun, ich hatte eine schwere Zeit und Alex, es war so, kam von oben das reinste Mitgefühl und Wissen und Verständnis und Einsicht. Und ich habe sofort etwas gelernt. Ich hatte immer irgendwie Religion belächelt, unter anderem, weil die Leute denken, sie müssten vor Gott knien. Was soll das? Der Herrscher des Universums fühlt sich etwa geschmeichelt, wenn man vor ihm kniet. Ich habe jedoch herausgefunden, dass es darum geht, dass man nicht stehen kann. Ich saß auf diesem Stuhl. Es war, als würde mein Körper zu Wachs werden und einfach zu Boden fließen. Und du bist in einem Zustand, wo du, wenn jemand dir ein Blatt Papier gibt und fragt, ob du willst, dass es für immer so bleibt, auf jeden Fall. Ich bin dabei. Und ein großes Problem unserer Gesellschaft ist die Gleichsetzung von Religion mit Gott. Ich sage, dass ich täglich mehrmals am Tag mit Gott spreche. Gott hat mir nie etwas über Religion gesagt. Ich denke, hätte er gewollt, dass ich religiös bin, er hätte etwas gesagt. Es scheint, als sei Religion eine verzerrte Linse zwischen Menschen und ihrem Schöpfer. In dem Buch geht es um Gott in Verbindung mit Kreativität und Kreationisten, die dies zu erreichen suchen. Verlangen Sie, dass Ihre Kinder und meine Kinder die biblische Schöpfungsgeschichte genauso lernen wie die Biologie-Lehrbücher. Nun, ich sage, ja, Leute, ich bin auch ein Kreationist, aber ich bin ein neuer Kreationist. Und was ich sage, ist, dass Gott alles erschafft die ganze Zeit. Und ich denke tatsächlich genau wie diese Gruppe sagt, dass es geben sollte. Schöpfungsgeschichten gehören in Schulen, jedoch nicht zum Naturwissenschaftsunterricht, sondern zu den Geisteswissenschaften. Ziel wäre es, weltweite Schöpfungserzählungen zu lehren, deren Bedeutung zu verstehen und über diese Ideen nachzudenken von Schöpfung, wie schon gesagt. Die Idee, dass Gott die Welt in 6 Tagen schuf und ruhte, ist lächerlich. Ich meine, Gott erschafft alles gerade jetzt. In Ordnung, in Ordnung. Nun also, auf deinen Reisen mit Nahtoderfahrungen verbunden. Hattest du viel Erfahrung mit früheren Leben? Haben sie darüber gesprochen? So im Sinne von, oh, ich erinnere mich an dies. Ich erinnere mich jetzt daran. Als ich auf der anderen Seite war, sah ich mich als dies oder das. Du hast es bei deinem Sohn erwähnt. Ein wenig, aber irgendetwas in der Art? Ja, es gab einige wenige Personen, mit denen ich gesprochen und sie zu ihren Nahtoderfahrungen interviewt habe. Sagten, dass sie Teile ihrer früheren Leben sehen konnten, oft am Anfang. Es ist, wie mir ein Mann erzählte, irgendwie, als würde etwas ganz schnell vorbeiziehen, wie ein Trailer. Wie ein Trailer vor dem Hauptfilm. Aber das Interessante daran war, dass beide Personen, die ich zunächst hatte, Südstaaten-Baptisten waren und in keiner Weise verbunden mit dem Gedanken an Reinkarnation. Doch später erfuhr ich,
dass ich damals im tiefen Süden wohnte. Also, ich habe das einfach überall aufgeschnappt oder es war oft zu hören. Dass Leute behaupten, ich hätte bei meiner Nahtoderfahrung nichts gesehen, vor allem nichts, das Reinkarnation nahelegt. Doch mein Gefühl war klar, Reinkarnation existiert. Mit anderen Worten, ich spürte es. In dem Zustand, dass es etwas mit Reinkarnation geben könnte, weiter mit dem Prozess. In Indien wird bereits seit ungefähr 5000 Jahren darüber gesprochen. Es gibt da etwas. Hier und da wird schon mal darüber gesprochen. Aber für mich ergibt es immer Sinn. Es ist so. Und weißt du, Alex, es ist ein Mythos, dass Reinkarnation kein Teil der westlichen Kultur ist. Denn Pythagoras behauptete, sich an 8 seiner früheren Leben zu erinnern, und auch Platon schrieb über Reinkarnation und akzeptierte sie, ebenso einige der anderen frühen griechischen Philosophen. Das ist nicht korrekt. Die Idee der Wiedergeburt ist ein neuer Import in den Westen. Sehr interessant. Nun werde ich Ihnen ein paar Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Was glauben Sie? Verkaufe schon. Willst du jetzt Mary Kay in deinem Leben? Nein, war nur ein Scherz. Was ist deiner Meinung nach deine Mission im Leben? Ich glaube fest daran und will nicht ausweichend wirken, Alex. Ich bin überzeugt, aber kann es nicht wissen, bevor alles vorbei ist. Ich denke, in diesem Prozess der Lebensrückschau sieht man das irgendwie. Ich glaube eigentlich nicht. Der Eindruck von allen, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass es egal ist, wie eloquent oder klug man ist. Man kann sich nicht vorbereiten, selbst wenn ich schon Tausende davon gehört habe. Ich bin sicher, dass ich so überrascht sein werde, wie die Leute, mit denen ich sprach, als es geschah. Warum glaubst du, sind wir hier? Ich denke, ein großer Teil davon ist das Erleben, ihre Lebensgeschichte und die Liebe und die Beziehung und die Verbindungen, die damit einhergehen. Und dann denke ich auch, obwohl ich mir dabei nicht so sicher war, aber ich glaube schon, dass die Lernerfahrungen, die du hier machst, kannst du mitnehmen. Das habe ich von vielen gehört. Es scheint, als ob während dieser Lebensrückschauen das Wesen, das sie begleitet, sich auf spezielle Lektionen fokussiert, die gelernt wurden. Worte sind nicht nötig, denn die Botschaft wird klar. Das ist sehr aufschlussreich. Viele sagen, dass selbst nachdem du hierher kommst, das Lernen ewig weitergeht. Man gewinnt den Eindruck, der Wissenserwerb ist ein unendlicher Prozess. Und letzte Worte? Worte dazu, welche Botschaft du mit deiner Arbeit in die Welt tragen möchtest. Ich möchte einfach direkt zu unseren Zuschauern und Zuhörern sprechen. Und ich möchte einfach nur vielen Dank, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, es war lehrreich für Sie. Und ich glaube, wir erleben gerade eine einzigartige Weltgeschichtsphase, in der die spirituelle Lebensdimension wird gewissermaßen rational verständlich sein. Jedenfalls denke ich das. Ich stimme zu. Dinge, die in den 70ern noch als verrückt galten, sind heute alltäglich. Meditation, Yoga, allein diese beiden Beispiele. Ich meine, wenn du damals meditiert hast, dachten die Leute, oh Mann, der ist weg. Stimmt genau. Nun gibt es Apps. Das stimmt. Ich schätze es sehr, dass du Zeit gefunden hast, in die Sendung zu kommen und deine Erfahrungen und deinen Weg zu teilen. Das weiß ich wirklich zu schätzen, Raymond. Ebenfalls so. Ich hatte eine großartige Zeit. Ich könnte das vielleicht so zusammenfassen.
Der Untertitel des eben erwähnten Buches lautet, glaube ich, Wir sind Gottes Geschichten. Das sind wir. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.